Moin Leute, ja, ich wollte euch nur mal informieren, was mir Bambulab mitgeteilt hat in Bezug auf die Trocknungsfunktion, die ja jetzt in Bamboo Studio auch verfügbar werden soll. Das Ganze funktioniert aktuell nur beim H2D und zwar in der Beta-Firmware. Das ging jetzt aus dem Update von Bamboo Slicer nicht ganz so hervor. Der H2C kommt laut Bambulab wohl im März dazu. Und ich gehe mal davon aus, dass dann noch nach und nach alle anderen Drucker, wo die neue AMS dran gebaut werden kann, dran passt, dazu kommen werden. Wie ich jetzt Bamboo Lab verstanden habe, ist es so, dass wohl das Trocknen danach auch während des Drucks funktioniert und auch in der App einstellbar ist. Also nicht nur in Bamboo Studio, sondern dass man halt die komplette Funktionalität hat. Was für mich jetzt da wichtig ist, es kann während des Drucks laufen. Das bedeutet, ich muss eigentlich nicht mehr die ganze Trocknungszeit abwarten, sondern gehe davon aus, wenn ich jetzt bei 65 Grad heize, dass ich irgendwo nach 1,5 Stunden oder so einen ABS anstellen kann, weil die ersten Layer von der Rolle halt dann schon trocken sind. Nur der Kern ist halt nicht trocken. Aber wenn ich ja kontinuierlich abspule, trockne ich das Material ja auch in den Kern rein schneller. Und es ist ja im Endeffekt auch egal, sage ich jetzt mal, wie viel Material ich entnehme. Ich komme eigentlich nicht in einen Bereich, selbst bei 65 Grad bin ich ziemlich überzeugt von, dass ich nicht in einen Bereich komme, wo ich schneller abspule, wie das Material trocken wird, wenn ich ihm ein bisschen Vorlaufzeit gebe. Und es ist dann halt so, dass da mit Sicherheit die Funktionalität sich um einiges erweitert, weil selbst die High-Flow-Hotends und so, die nehmen ja keine 150 Gramm pro Stunde weg und effektiv wäre es ja dann auch egal, ob es jetzt ein 1,75 oder ein 2,85 Millimeter Material wäre, wenn man jetzt mal vom dicken Material ausgeht. Wenn ich 150 Gramm entnehme, entnehme ich 150 Gramm, weil auf einer großen Spule wäre dann einfach weniger Material und es braucht auch länger zum Trocknen. Also da ist für die halt jetzt darüber nachdenken, dass ja mit stärkerem Material und einem Trockner das Ganze halt dann einfacher zu bewerkstelligen wäre, wenn sie jetzt an einen anderen Drucker einen Trockner dran stellen. Die Trocknungszeit, würde ich jetzt behaupten, würde sich sogar bei 2,85 mm Material tendenziell erhöhen, wenn man jetzt mal auf den Clipperdrucker zurückguckt. Weil ich versuche das immer so ein bisschen zu kombinieren mit dem, was halt machbar wäre, wenn man einen Custom-Drucker hat. Aber das System hier sollte dann schon um einiges cooler funktionieren, hätte ich jetzt fast gesagt, weil dann kann man in der Trocknungszeit irgendwann anfangen zu drucken. Das Einzige ist nur, ich habe jetzt schon Drucke gemacht, währenddessen der Trockner lief mit der externen Spule, also mit dem zweiten Hotend. Es ist dann so, dass der Trockner mit verminderter Leistung läuft, wenn er nur über den Drucker betrieben wird. Ich gehe davon aus, das wird auch nach wie vor so bleiben, weil das Netzteil im Drucker selbst hat ja auch nur eine gewisse Kapazität an Leistung, was es zur Verfügung stellen kann. Und wenn man dann noch die interne Heizung im Drucker nutzt und sowas, also die Bauraumheizung und alles, da wird wahrscheinlich das Netzteil dann irgendwann auch ziemlich an seine Grenzen stoßen und deswegen hat Bambulab dort halt die Heizung etwas reduziert von der Leistung her. Ist der Trockner aber warm, verliert er eigentlich keine Temperatur. Ist bei mir sowieso eine ein bisschen schwierige Situation. Die stehen in einem extra Raum ja mittlerweile, hatte ich euch ja vor längerer Zeit mal erzählt. Und dort ist der Raum auch nur marginal beheizt. Also das heißt, ich heize den zwischen 16 und 17 Grad nur. Und selbst da funktioniert auch die Bauraumheizung und alles astrein. Also die hält auch ohne Probleme die Temperatur, da gibt es überhaupt keine Probleme. Aber der Trockner kommt dann, also ich sag mal, wenn es jetzt wirklich um die 16 Grad im Raum ist, kommt er schon an seine Grenzen. Also dann ist, wenn er nur über den Drucker versorgt wird, irgendwo bei 62, 63 Grad Schluss, wenn ich 65 Grad einstelle. Mit dem Netzteil komme ich allerdings an die 65 Grad ran. Es dauert nur ein bisschen länger. Und das wollte ich euch halt mal mitteilen. Es kann auch sein, dass es dann halt trotzdem so ist, dass wenn der Drucker läuft, dann die volle Leistung vom Heizen in der AMS nur verfügbar ist, wenn das Netzteil hinten dran hängt. Bei der AMS HT ist das ja dann wieder eine ganz andere Geschichte. Die kann ja viel höher heizen. Für die wäre jetzt 65 Grad mit Sicherheit überhaupt kein Problem. Aber ich weiß gar nicht, habe ich noch nicht nachgeguckt. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob dort standardmäßig ein Netzteil dabei ist bei der Hochtemperatur oder ob man da auch ein Netzteil dazu kaufen muss. Weil das habe ich mir jetzt noch nicht nachgeguckt, weil ich mich mit der noch nicht beschäftigt habe. Jo, das mal dazu zu dem Thema. Also es kommt auf jeden Fall dann ein größeres Update, sage ich mal, für die AMS.
und wird dann halt auch dafür sorgen, dass definitiv die Funktionalität und auch die für mich jetzt Zeitspanne, wenn ich halt wirklich mal was drucken möchte, wo ich eben gerade die Rolle reinschmeiße, natürlich um einiges verkürzt, als wie dass ich jetzt erst abwarten muss, bis das Material getrocknet ist. Weil ich persönlich würde dem dann jetzt eine Stunde, ein bisschen über eine Stunde geben und würde dann halt anfangen, vielleicht 1,5 Stunden, würde dann anfangen zu drucken, weil in der Zeit ist mit Sicherheit die oberste Layerschicht von der Rolle wieder trocken und dann kann er das weiter entnehmen. Denn die AMS fängt ja auch an, sich zu entwässern. Wenn die Temperatur längere Zeit erreicht ist, dann fängt die an zu entwässern. Das heißt also auch die immer wieder frisch abgegebene feuchte Luft würde dann definitiv aus der AMS auch abgeführt. Also das heißt, das Material ist dann nicht irgendwann, wird dann nicht feucht, weil ich es übersättige, weil ich halt viel schneller Wasser in die AMS reinbringe. Und es ist ja auch Silica sowieso in der AMS vorgesehen. Ich schmeiße jetzt zum Beispiel immer von den ausgepackten Spulen einfach die Beutelchen mit rein. Ich habe mir jetzt gar nichts gedruckt dafür, weil bei 65 Grad wird auch das Silica relativ trocken. Man bekommt es nicht ganz trocken, aber ich sag mal, wenn man jetzt da eine 12-Stunden-Trocknung oder so anstellt, ist es auch bei 90-95% der Trocknung, die es erreichen kann, das Silica, und kann auch gut Wasser aufnehmen. Also das heißt, auch dort hat man einen Puffer, wo Wasser dann erstmal aufgenommen werden kann, wenn es jetzt durch das Abrollen gleichzeitig schneller ginge, dass da Wasser abgeführt wird in das System von der AMS. Da sehe ich jetzt eigentlich überhaupt kein Problem drin. Aber warten wir mal ab, wie das Update kommt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, aber ich wollte euch darüber informieren, dass das halt jetzt dann demnächst simultan funktioniert, und das ist auf jeden Fall für mich jetzt ein Riesending, weil ich halt bei den anderen Druckern auch während des Trocknens drucke in den Öfen, die ich gebaut habe, und dadurch immer trockenes Filament halt rausfördere, dann gebe ich den selbstgebauten Systemen auch jetzt 30 bis 40 Minuten Vorlauf und fange dann an zu drucken. Und ab da läuft der Trockner dann halt durch. Da werde ich jetzt in Clipper wahrscheinlich aber eine Time Delay reinbauen, dass der Trockner dann nach 4 Stunden Trocknung abgestellt wird. Oder halt je nachdem, was ich ihm halt einstelle, dass ich das mit einem Makro halt effektiv dann steuern kann, weil ein ABS muss ja nicht bei 85 Grad jetzt 8 oder 10 Stunden, wenn der Druck 10 Stunden läuft, durchgetrocknet werden. Das ist Käse. Aber das kann halt hier dann einfach ablaufen, der Zeit, die Zeitspanne von den 8 Stunden oder was man da einstellt, weil es braucht auch nicht so unendlich viel Strom, wie wenn ich jetzt einen Trockenofen da dran hängen habe. Also der Trockenofen braucht schon um einiges mehr wie die AMS. Ja, dann würde ich sagen, das war's dann für dieses Mal. Bis zum nächsten Video. Lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Und bis nächste Woche.